Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Residenzschloss in Dresden aus feierlichem Anlass der Vermählung zwischen den Kurprinzen Friedrich August II. Und der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha wurden die königlichen Paradeappartements errichtet. Und die möchte ich euch heute gern etwas genauer vorstellen. Die Feierlichkeiten zur Hochzeit des Kurprinzen Friedrich August, Sohn Augusts des Starken und der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha im Spätsommer 1719 zählen neben den Zeithainer Lager zu den bekanntesten Barockfesten in der Regierungszeit Augusts des Starken, Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Die Hochzeit plante August seit 1711, jenem Jahr, in dem er seinen Sohn auf eine mehrjährige Kavaliersreise schickte. August legte seinen Sohn einen Konfessionswechsel eindrücklich ans Herz, denn sowohl Augusts Gemahlin Christiane Eberhardine als auch die Witwe Johann Georgs, Anna-Sophie von Dänemark, bemühten sich eifrig, den jungen Prinzen zu einem aufrichtigen Lutheraner zu erziehen. Eine Tour an die prächtigen Höfe der katholischen Staaten Europas nach Frankreich, Italien und Österreich sollte dem jungen Mann seine Gewissensentscheidung abnehmen. August der Starke erreichte sein Ziel, denn bereits im November 1712 trat sein Sohn zum alten Glauben über. Im Jahr 1711 verstarb Kaiser Joseph I. und hinterließ zwei noch nicht volljährige Töchter, die 1699 geborene Maria Josepha und ihre jüngere Schwester Maria Amalia. Der Bruder Josephs folgte ihm auf den Thron als Kaiser Karl VI. Für den Fall jedoch, dass dieser ohne männlichen Erben bliebe, wäre eine Erbfolge Maria Josephas möglich gewesen. Mit der Dresdner Hochzeit 1719 verfolgte August der Starke die anmutende Idee einer wettinischen Kaiserkrone. Der Kurprinz schloss seine bald 8 Jahre währende Kavalierstour schließlich mit einem Aufenthalt am Wiener Hof ab. Die langen Verhandlungen zwischen Kursachsen und Österreich endeten mit der im März 1718 offiziell verkündeten Verlobung Friedrich Augusts mit Maria Josepha. Mit der sich anbahnenden dynastischen Verbindung zwischen den Häusern Habsburg und Wettin setzten in Dresden hektische Baumaßnahmen ein. Das Geld, welches August der Starke nach dem Ende des Großen Nordischen Krieges durch eine drastische Heeresreduktion zu sparen gedachte, wurde im selben Atemzug in die Vorbereitung einer barocken Festlichkeit gesteckt, die alles bisher in Sachsen Gesehene in den Schatten stellen sollte. Auf diese Weise entstanden innerhalb des alten Renaissanceschlosses moderne und prächtige barocke Paraderäume. Am 13. August 1719, also eine Woche vor der festgesetzten Hochzeit, fand in Wien die offizielle Brautwerbung statt. Kabinettsminister Jakob Heinrich Graf von Flemming erhielt den Auftrag, in Stellvertretung des Königs und Kurprinzen die Heiratskontrakte zu unterzeichnen. Die offizielle Hochzeit wurde am 20. August 1719 in Wien gefeiert. Die Festlichkeiten waren zwar nicht bescheiden, einen übermäßig großen Aufwand ließ Karl VI. Allerdings nicht betreiben. Das letzte Stück der Wegstrecke von Wien nach Dresden sollte Maria Josepha zu Wasser in einer Prunkgondel auf der Elbe zurücklegen. Am 31. August hatte sie nach mehrtägiger Reise Pirna erreicht. Der 2. September begann als sonniger Spätsommertag.
Bereits um 8:30 begaben sich der Kurprinz und Maria Josefa in Pirna an Bord ihrer Prachtgondel, um den letzten Weg ihrer Strecke zurückzulegen. Der Kurfürst und König hatte eine Faszination für das Wasser und war von den Kanälen Venedigs ebenso begeistert gewesen wie von seiner auf die Weichsel ausgerichteten polnischen Hauptstadt Warschau. August der Starke erwartete das Paar ein kurzes Stück oberhalb der Stadt auf der Vogelwiese, wo mehrere große türkische Festzelte aufgeschlagen worden waren. Er trug ein rotes Samtkleid mit Diamantrosengarnitur. Diese war allein 1,3 Millionen Taler wert. 12 Kanonen begrüßten Maria Josefa und Friedrich August mit einem Salut. Als das Paar festen Boden betreten hatte, wollte Maria Josefa sich verbeugen und dem König, ihrem Schwiegervater, die Hand küssen. Doch dieser zog zurück und umarmte und küsste seine Schwiegertochter stattdessen herzlich. August der Starke empfing das Paar in einem eigens errichteten Zeltlager, bei dem auch kostbare osmanische Zelte Verwendung fanden, und bat sie zu Tisch. Das Brautpaar nahm in den Zelten zu Mittage ein Frühstück ein. Nach dieser Stärkung setzte sich die Heimführung der Braut in die sächsische Residenz mit einem prächtigen Aufzug zu Lande fort. Ganze 3 Stunden bewegte sich der lange, mit größter Prachtentfaltung inszenierte Zug in Richtung Stadt. Man sah berittene Bedienstete der Post und Jägerei, Vertreter der Landstände, mit Wappen geschmückte Provinzpferde, Paradewagen und Sänften. Den Höhepunkt und feierlichen Schlussakkord bildete die 8-spännige Prunkkarosse der Braut, der ein Leibmohr vorausritt. Mit einer 8-spännigen Kutsche am Fuße der englischen Treppe angekommen, nahm Maria Josefa am Abend des 2. September 1719 als frisch getraute Gemahlin des Kurprinzen Friedrich August genau diesen Weg durch das Schloss. Sie schritt die Stufen der englischen Treppe nach oben, begrüßt von einem dichten Spalier der Höflinge und Kammerfrauen. Ihren Namen erhielt die englische Treppe am 26. Januar 1693, als der abgesandte König Wilhelms III. Von England Johann Georg IV. Den Hosenbandorden überreichte. Per Schiff kam die englische Thronabordnung von Hamburg nach Dresden und zog wie 26 Jahre später Maria Josefa per Kutsche in den Schlosshof ein, um dann über die große Stiege, wie sie damals noch genannt wurde, hinauf in den Riesensaal zu gelangen. Dort wurde der Orden überreicht. Unter der Regentschaft seines jüngeren Bruders August des Starken brannte die englische Treppe wie der größte Teil des Schlosses 1701 nieder. Teile der Kamine aus rotem Kalkstein, die man etliche Jahre nach dem Wiederaufbau zur Jahrhunderthochzeit von 1719 einfügte, sind noch erhalten. Nur Mitglieder des Königshauses und königliche Gäste durften einst die englische Treppe beschreiten. Putten auf den Treppenabsätzen stellen die 4 in der Barockzeit bekannten Erdteile dar. Anschließend begab sich das Paar in den Riesensaal, wo die Chevaliergarde auf sie wartete, und im Riesengemach begrüßten sie Adlige aus Sachsen und dem Ausland. Danach durchquerten sie das Turmzimmer, in welchem der Kurfürst und König sein Silbergeschirr ausstellte. Im steinernen Saal begrüßten sie sächsische Landstände. Bereits im Eckparadesaal als besondere Ehre empfingen sie August der Starke und seine Gemahlin Christiane Eberhardine. Gemeinsam durchschritten sie die 2 prächtigen Vorzimmer bis ins Audienzgemach. Später zog man sich zum Gespräch zurück in das Paradeschlafzimmer.
Während der Kurprinz nicht unerheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Abendprogramme, insbesondere der Opern hatte und einen italienischen Einfluss mit einbrachte, orientierte sich August der Starke nicht zuletzt an der Tradition der eigenen Dynastie. Daher studierte er intensiv die Organisation großer Hoffeste während der Regierungszeiten seines Vaters und seines Großvaters, der Kurfürsten Johann Georg II. Und Johann Georg III. Am nächsten Tag begannen 4 Wochen voller Bankette und Feste, die zu den größten und schönsten Feierlichkeiten des 18. Jahrhunderts gehörten. August der Starke hatte in Warschau einen Thronsaal, in Dresden aber nur einen Audienzstuhl. Nur wenige Menschen wurden seinerzeit zu einer kurfürstlichen Audienz vorgelassen. Im Audienzgemach sieht man das für den überwiegenden Bestand des 1709 bis 1711 in Paris gefertigten textilen Luxusmobiliars. Es verleiht dem Raum Würde und Authentizität. Der Audienzstuhl, 3 restaurierte venezianische Spiegel, das Silbermobiliar, die schon zu ihrer Entstehungszeit außergewöhnlich kostbaren Goldpilaster, 2 Tische, 4 Gueridons, der Kaminschirm und 2 Spiegelhalter. Stoffe spielten im Barock eine viel größere Rolle als heute und waren vergleichsweise auch um vieles kostspieliger. Seidentapeten nicht aus Paris, sondern aus der Appelschen Manufaktur in Leipzig, von Hand gewebt, waren angesagt. Möbel wie Wände mit Seidensamt bespannt, worauf Verzierungen aus purem Gold genäht waren. Ein erhaltendes Stofffragment diente als Vorlage für die Rekonstruktion der textilen Ausstattung mit Seidensamt, natürlich auch in Handarbeit. Etwa 80% der originalen Pariser Silberpilaster aus der Appelschen Werkstatt in Leipzig konnten wieder an ihren alten Platz zurückgeführt werden. Der virtuos in Silberblech getriebene Kaminschirm der bekannten Augsburger Goldschmiede Albrecht und Lorenz Biller zeugt bis heute auf die eindrucksvollen Möbelkunstwerke, wie sie in keiner anderen Sammlung, gerade auch in Bezug auf ihren Erhaltungszustand, zu finden sind. Nur 3 silberne Kaminschirme haben sich aus dieser Zeit weltweit erhalten. Dargestellt ist auf dem Deckengemälde eine Allegorie auf die weise Regierung des Hauses Wettin, gemäß ausdrücklichem Wunsch des Königs auf Leinwand gemalt, damit man, falls die großen Neubaupläne für das Schloss verwirklicht würden, das Bild mitnehmen konnte. Dazu ist es aber nie gekommen. Maria Josepha war die älteste Tochter des verstorbenen Kaisers Joseph I. Ihre Mutter stammte aus einem protestantischen Fürstenhaus. Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg und Joseph hatten 1699 geheiratet und noch im selben Jahr ihre erste Tochter bekommen. Natürlich wurde das Kind katholisch erzogen, sprach später fließend Latein, Französisch und Italienisch. Viel von ihrer Erziehung brachte sie mit nach Dresden und würde es später bei ihren eigenen Kindern anwenden. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester unternahm sie Wallfahrten zu verschiedenen bekannten Pilgerstätten innerhalb der Habsburger Monarchie. In ihrer Frömmigkeit unterschied sich die Prinzessin kaum von ihrer künftigen, jedoch lutherischen Schwiegermutter. Eine Allegorie der Zeit, männlich, geflügelt mit der Sense des Todes, wird begleitet von den 4 weiblichen Tugenden: Gerechtigkeit mit Waage und Schwert,
Stärke mit Spater und Löwen, Weisheit mit Spiegel und Helm und der nackten Wahrheit mit gespiegeltem Sonnenreflex. Über dieser auf einer Wolke befindlichen Figurengruppe schwebt der Genius des Ruhmes und der Ewigkeit. Im Vordergrund bekämpft Herkules, eine Anspielung auf August den Starken, der gleichsam vergöttlicht wird, die Verleumdung, den Neid und die Wut, die ins Bodenlose fallen, und wird dabei von einem Genius mit Zepter und polnisch-sächsischem Wappenschild geleitet. Die 5 Supraportgemälde des Audienzsaales stellen mythologische Liebespaare im Zaubergarten dar. Eine enorme Menge an Gästen wurde in Dresden erwartet, die allesamt untergebracht und beköstigt werden mussten. Am Ende wurden mehr als 1000 Fürsten, Grafen, Barone und andere Edelleute gezählt. Hinzu kamen die Truppen der sächsischen Armee, die an der Ziegelscheune vor den Toren Dresdens zusammengezogen wurden, und die erzgebirgischen Bergleute, die nahe Köschitz lagerten. Ein großer Aufwand wurde bei der Beschaffung von Kostümen, Uniformen und Trachten betrieben. Allein für sich ließ August der Starke 29 Kleider anfertigen, mehr als eines pro Tag der Feierlichkeiten. 2 davon sind noch in der Rüstkammer erhalten. Das Paradeschlafzimmer hatte eine besondere Aufgabe. Es war nicht zum Schlafen bestimmt, sondern geheimes Hofkabinett, in das sich der Herrscher mit ausgewählten Besuchern zurückzog, was sich in anderer Ausstattung widerspiegelt als erwartet. Wie sonst wäre der große Schreibtisch zu erklären. Hier wurde regiert und nicht geschlafen. Dazu passten die gepolsterten Armlehnstühle, Hocker und das französische Mobiliar, von dem 5 prägende Stücke erhalten sind, darunter die Toilettkoffer auf tischartigem Untersatz. Im Paradeschlafzimmer fand anlässlich der Jahrhunderthochzeit der Empfang des Brautpaares durch die Mutter des Prinzgemahls Christiane Eberhardine und Friedrich August I. statt, unter Ausschluss der Hofgesellschaft und weiterer Öffentlichkeit. Dazu standen 4 Lehnsessel vor dem Paradebett, auf denen die beiden Paare Platz nahmen. Anschließend ging es in die damalige Hofkapelle zum Willkommenssegen. Die neue Pöppelmannsche Oper am Zwinger war gerade fertiggestellt und wartete schon mit den Aufführungen für das 40-tägige Festprogramm. Beim Bett handelt es sich um eine Rekonstruktion. Erhalten war die komplette Bespannung des Betthauptes, sogar auf dem originalen Trägerholz. Dies und ein Zierknopf vom Baldachin mit sämtlichen verwendeten Materialien ermöglichte die fadengenaue Rekonstruktion des Zustandes von 1719. Textilrestauratoren und Denkmalpfleger konnten die Goldstickereien auf rotem Seidensamt bewahren und zum Teil wiederherstellen. Die Grüntöne der Wandgestaltung hinter dem Paradebett wurden aus dem grünen Samt der Appelschen Banden auf dem Bekrönungskörper des Bettpfostens rekonstruiert.
Der frei schwebende Baldachin über dem Prunkbett war, wie die Polsterbespannung des Audienzstuhles und der darüber gewölbte Baldachin, nicht in Paris, sondern auch in der Leipziger Manufaktur für Samt, Seiden, Damast und Atlasstoffe Andreas Dietrich Appels bestellt worden. Fast schon ein Freund Augusts des Starken. August der Starke forderte vom Grafen Wackerbarth, dem Gouverneur der Stadt Dresden, 1600 einheitlich uniformierte Bürgergardisten für die Feierlichkeiten bereitzustellen. Wackerbarth ließ eine entsprechende Kommission zusammenstellen, sah sich jedoch umgehend mit massivem Widerstand von Seiten des Rates und verschiedener Bürgervertreter konfrontiert. Rasch wurde die geforderte Zahl auf 1200 reduziert. Den zentralen Streitpunkt bildeten zum einen die Kosten für die anzuschaffenden Monturen, zum anderen deren Erscheinungsbild, welches vielen Vertretern als zu schlicht und wenig repräsentativ galt. Die Pirnaer Bürger schlugen eine kostengünstige Alternative mit einem Leinenkittel vor. Oberst Hildebrand setzte graue Wollröcke durch. Die Gesamtkosten für das Aufgebot beliefen sich auf 13.431 Taler. Letztendlich kam das geforderte Aufgebot von 1.200 Männern zusammen. Während das Audienzgemach ausschließlich von Rot- und Goldtönen dominiert ist, beruhigt das samtige Grün im Paradeschlafzimmer und lässt den Raum dadurch intimer wirken und dezent an zweite Stelle treten. So stellt die vollständige Rekonstruktion der textilen Wandbehänge und des Paradebettes einen qualitativen Höhepunkt bei der Wiedergewinnung der verlorenen Raumausstattung des Schlosses dar. Das Deckengemälde des Paradeschlafzimmers hatte wie das des Audienzgemachs Hofmaler Louis de Sylvestre noch 1715 in Paris auf Leinwand gemalt. Hier mit einer Geschichte für seinen König, dessen Frau und das prinzliche Hochzeitspaar. Aurora, die Welt erweckend. Durch die Bildmitte sieht man Aurora in zweispänniger Kutsche, gezogen von galoppierenden Pferden, umschwirrt von Putten, freizügig und voller Tatendrang, in den Händen eine Blütengirlande, eine Anspielung auf die Braut. Begleitet wird sie von den 4 Tageszeiten. Der Morgen schwebt auf der Wolke 7 und gießt Tautropfen in den anbrechenden Tag. Der Morgenstern sitzt auf einem Ross, ganz so wie August der Starke als goldener Reiter. Nach Osten in Richtung Schlosshof ist die aufgehende Sonne selbst mit 4 heranstürmenden Pferden zu sehen. Die Darstellungen der Gemälde lassen auf die Delikatesse und Intimität, aber auch Philosophie geheimer Unterredungen den wahren Zweck des Raumes schließen. Das Ecktafelgemach, wie der Raum auch genannt wurde, ist der größte Raum der Paradeappartements. Hier fand zur Jahrhunderthochzeit am 3. September, am Tag nach der Ankunft von Maria Josepha, das große öffentliche Schauessen statt. An solchen Soupers konnte man mit einer Einladungskarte teilnehmen, auch wenn man nicht zur Hofgesellschaft gehörte. Um 1 Uhr riefen 36 Trompeter und 3 Pauker zur Tafel, die von 14 bis 17 Uhr im Eckparadesaal abgehalten wurde. August trug einen goldbestickten Rock aus Brokat, Maria Josepha ein weißes Kleid und der Kurprinz einen bleifarbenen, ebenfalls goldbestickten Rock. August und seine Frau saßen 2 Stufen erhöht am Kopfende der Tafel auf Lehnsesseln. Der Kurprinz saß auf einem Sessel eine Stufe erhöht zur Rechten seines Vaters. Maria Josepha ebenfalls auf einem Sessel eine Stufe erhöht zur Linken der Kurfürstin.
Das Essen wurde von den Chevaliers der Garde in goldenen Tellern serviert, während die in Portugal gekauften Mohren den Wein reichten. Nach jedem Gang wurde die Tafel vollständig neu eingedeckt. In Dresden oder Wien konnten im 18. Jahrhundert Besucher daran ersehen, wie weit sie vorgelassen wurden, wie hoch sie in der Gunst des jeweiligen Herrschers standen. Zugleich steigerte sich die Pracht der Ausstattung bis zu den Paradegemächern. Aber schon im Ecktafelgemach empfangen den Besucher kostbare Bildwirkereien, barocke Möbel, silberverziert, kunstvoller Spiegelrahmen, Gold hinterlegt. Überwiegend Originale der ursprünglichen Ausstattung. Kleinere Audienzen konnten hier ebenfalls stattfinden. Dieser Funktion musste auch die textile Wandbekleidung entsprechen. Sie bestand aus Seidensamt in königlichem Karmesinrot und rahmenden Golddressen. Es gehörte zu den wichtigsten Aufgaben des Wiederaufbaus des Dresdner Schlosses, gerade diese Paraderäume im Zustand von 1719 historisch getreu und mit der Einrichtung der Zeit Augusts des Starken wiederzugewinnen. Anders als bei den weiteren Paraderäumen orientiert sich die Rekonstruktion im Eckparadesalon am Zustand von 1767 mit den monumentalen Öfen. Hier gelang die Wiederherstellung des größten Bestandes an Originalsubstanz. Dem Chefrestaurator glückte es, eine originale Ofentür von einem der beiden früheren Öfen im Bergungsbestand zu finden, wie auch historische Fotografien, die wichtige Details zur Rekonstruktion lieferten. Sogar einige Reste der sehr hochwertigen Stuckmarmorauskleidung haben sich erhalten und sind bei der Restaurierung wieder eingearbeitet worden. Zwischen den beiden Öfen befindet sich das Staatsporträt Augusts des Starken, das sein französischer Hofmaler Louis de Sylvestre malte. Bereits seit 1719 hängt es an diesem Platz und begrüßt die Ankommenden. Beim Betreten des ersten Vorzimmers eröffnet sich bereits der Blick auf den Audienzstuhl Augusts des Starken im Audienzgemach. Diese dramatische Inszenierung der herrscherlichen Macht ist es, worum es im Paradeapportement ging, wobei sich die Pracht von Raum zu Raum steigern sollte. Dieser Eindruck basierte maßgeblich auf prunkvollen Textilien, großen Spiegeln sowie kostbaren Möbeln. Das erste Vorzimmer wurde mit kostbaren Wirkteppichen, sogenannten Tapisserien, ausgestattet. Sie zeigen mit Blumengirlanden geschmückte, gewungene Säulen. Für die Wiedereinrichtung wurden verloren gegangene Textilien wieder in der ursprünglichen Technik gefertigt, also von Hand an einem Webstuhl gewebt und gewirkt. Es gibt nur noch sehr wenige Manufakturen weltweit, die das können. Die Dresdner Tapisserien werden durch die 300 Jahre alte Real Fabrica in Madrid hergestellt. Hier sieht man die Arbeitsschritte der Hinterglasradierung als beispielhafte Rekonstruktion. Die ganzflächige rückseitige Vergoldung, die radierte Umrisszeichnung und freigestellte Ornamente. Dann die mehrstufige Hinterlegung mit blauer Farbigkeit sowie schwarzer Lasur und dann die Versilberung, hier mit Blattaluminium. Das zweite Vorzimmer empfängt den Besucher mit einem Farbklang aus herrschaftlichem Rot und Gold. Der rote Seidensamt der Wandbekleidungen wird von einem Dekor aus Golddressen und Goldposamenten, einer dreidimensionalen textilen Dekoration gegliedert.
Links und rechts des Kamins befinden sich 2 Gemälde mit Szenen aus dem Leben des Kurprinzen Friedrich August, gemalt von Louis de Sylvestre. Gezeigt wird unter anderem der Empfang des Kurprinzen durch den französischen König Ludwig XIV. Am 27. September 1714. Der Sonnenkönig ist auch am Spiegelrahmen präsent. Medaillons zeigen Illustrationen mit dem Motiv der Sonne und dazu verschiedene Sinnsprüche, die alle auf ihn bezogen sind. Zum prächtigen Gesamteindruck tragen auch die Möbel bei. Bemerkenswert sind die in Holz geschnitzten Leuchterständer, Guéridons. In einer sehr aufwendigen Restaurierung wurde die originale Fassung freigelegt. Die beiden großen Uhren auf hohen Sockeln wurden in wertvoller Einlegearbeit aus Messing und Schildpatt ausgeführt. Die barocken Festlichkeiten Augusts des Starken dürfen als Fazit nicht nur auf ihre Eigenschaft als Repräsentationsveranstaltungen reduziert werden. Sie zeigen vielmehr eine ambitionierte Außenpolitik. Was bleibt, ist kein politischer Aufstieg, sondern ein reichhaltiges kulturelles Erbe, von dem Sachsen bis heute zerrt. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun die wunderschönen Räumlichkeiten des Residenzschlosses in Dresden gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!